Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu diesem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich meinen marokkanischen Couscous koche. Und wenn der auch nicht an das herankommt, was jetzt eine echte Marokkanerin kochen würde, so finde ich trotzdem, dass er schon ganz lecker schmeckt, Mashallah. Man kocht dieses Gericht meistens für Gäste oder an Festtagen und stellt deshalb dann immer eine große Portion her, sodass die auf so einen schönen großen marokkanischen Teller, wie wir ihn hier jetzt vielleicht sehen können, drauf passt, damit alle um diesen Teller herum sitzen können und zusammen von diesem Couscous essen, denn das stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl, da liegt einfach sehr viel mehr Segen drin und zudem ist es auch von der Sunna, gemeinsam aus einem großen Teller zu essen. Wir fangen auch gleich damit an. Das hier sind die Gemüsesorten, die ich dafür verwende. Ich habe jetzt hier 4 mittelgroße Karotten dafür genommen, eine große Zucchini, die ich in 2 Hälften geteilt habe, ein Viertel eines großen Kohls, den ich in 2 Hälften geteilt habe, und einige Kartoffeln. Die Kartoffeln werden nachher nochmal in der Hälfte durchgeteilt und auch die Zucchinis. Die Karotten werden auch zum Teil in der Hälfte durchgeschnitten oder so belassen. Und dann nehmen wir noch einen ganzen Bund Petersilie, den ich jetzt hier ganz klein schneide. Der kommt später hinzu, sobald das Ganze dann kocht, für das Aroma und aber natürlich auch zum schönen Aussehen. Ja, und dann geben wir noch Hähnchenfleisch hinzu, das werden wir zuallererst anbraten. Ich habe hier jetzt etwas Kokosfett in den Topf gegeben. Ich werde jetzt in Zukunft immer meine Speise mit Kokosfett anbraten, anstelle dieses raffinierten Speiseöls, welches sehr schädlich für unseren Organismus ist. Sobald das Kokosfett dann warm ist, kommt dann das Fleisch hinzu. Ich habe jetzt hier 3 große Hähnchenschenkel genommen, die ich jeweils in 3 Teile aufgeteilt habe, sodass ich ungefähr 9 Stücke hier erhalten habe. Das Fleisch wird zuerst auf großer Flamme von beiden Seiten angebraten, damit es eine schön goldbraune Farbe erhält. Und sobald wir das getan haben, werden wir dann auch bald schon eine gehackte Zwiebel hinzugeben und die dann mitbraten. Hier geben wir die Zwiebel hinzu, die braten wir dann so lange mit, bis sie anfängt glasig zu werden, und dann werden wir Knoblauch und Ingwer hinzugeben. Wir geben frischen Knoblauch und frischen Ingwer hinzu, die wir dann auch mit braten werden, etwa 5 Minuten lang, bevor wir dann die Gewürze hinzugeben. Das alles wird dabei auf großer Flamme hier angebraten. Die Gewürze sind folgende: einen gehäuften Teelöffel Ras el Hanout, dann einen Teelöffel Kreuzkümmel gemahlen, Kurkuma, Pfeffer nach Geschmack, einen großen Teelöffel Koriander gemahlen und etwas Chili, dann hier Paprika, Gemüsebrühe und Himalaya-Salz. Von allem ungefähr einen gehäuften Teelöffel, mit Ausnahme eben von Pfeffer und Chili, die sind etwas weniger. Das kommt alles dazu und dann wird das jetzt mitgebraten, nochmal auf großer Flamme, etwa 1 bis 2 Minuten, damit die Gewürze ihr Aroma entfalten können, und dann geben wir etwa 3 gehäufte Esslöffel Paprikamark hinzu. Der ist richtig wichtig für den Geschmack und auch für die schöne Farbe hinterher. Das müssen schon richtig 3 gehäufte Esslöffel davon sein. Die werden eine wunderschöne Farbe nachher für die Soße abgeben und auch den Geschmack sehr stark beeinflussen. Man könnte den Paprikamark natürlich auch mit Tomatenmark ersetzen, aber das Paprikamark schmeckt einfach sehr viel besser und intensiver. Sobald wir das Paprikamark eine kurze Weile mit angebraten haben, kommt dann das Wasser hinzu, womit wir dann die Gewürze und das alles ablöschen. Es kommt ziemlich viel Wasser hinzu, wie wir sehen. Das Fleisch muss schon mehr als bedeckt damit sein, und dann geben wir die ersten Gemüsearten hinzu, und zwar die Kartoffeln und die Karotten, weil die am längsten brauchen. Das Fleisch wurde ja jetzt schon eine ziemliche Weile lang gebraten vorher, deshalb kann es jetzt zusammen mit dem Gemüse gekocht werden und wird dann auch rechtzeitig am Ende fertig sein, gleichzeitig, wenn auch das Gemüse fertig sein wird. Wir geben auch schon mal die Petersilie hinzu, die wird jetzt mitgekocht. Wir lassen das Ganze aufkochen und dann wird das Ganze auf kleiner Flamme zugedeckt, so lange köcheln gelassen, bis das Gemüse halb weich sein wird. Sobald das der Fall sein wird, also das Gemüse ist schon halb weich, dann kommen die restlichen Gemüsesorten hinzu, damit dann alles gleichzeitig am Ende fertig sein wird. Zucchini hatte ich nochmal in der Hälfte durchgeschnitten, wie ihr sehen könnt, und wir haben auch noch hier einige Zwiebeln. Ich habe hier nochmal 2 Zwiebeln jeweils in Viertel aufgeteilt. Die kommen auch als solche hinzu, die geben am Ende einen sehr leckeren Geschmack für die Soße ab, auch wenn wir die am Ende natürlich nicht auf den Teller
tun werden, sondern einfach dann absieben werden später. Aber die Zwiebeln geben einen sehr leckeren Geschmack für die Soße ab. Deswegen werden die jetzt mitgekocht. Ja, und dann wird das Ganze jetzt wieder zugedeckt auf kleiner Flamme, solange noch fertig köcheln gelassen, bis eben alles gleichzeitig gar sein wird. Während das Ganze jetzt zu Ende kochen wird, werden wir schon mal den Couscous zubereiten. Dazu gebe ich eine Tasse Wasser zu dem Couscous und verrühre erstmal alles jetzt, damit der Couscous erstmal mit diesem Wasser überall in Berührung kommt. Versucht den zwischen den Fingern schön zu zerreiben und alle Klümpchen aufzulösen, die dabei entstanden sind. Dann werden wir noch etwas Butter gleich hinzugeben, als auch eine weitere Tasse Wasser. Die 2 Tassen Wasser, die wir hier hinzugeben, insgesamt sollten warm sein, damit sich dann die Butter auch gut darin auflösen kann. Die sorgt für einen schönen Geschmack und eine schöne weiche Konsistenz am Ende in dem Couscous. Hier geben wir nochmal eine Tasse warmes Wasser hinzu. Und dann, wie gesagt, wird einfach alles schön zwischen den Händen zerrieben und alle Klümpchen schön aufgelöst, bevor wir dann später, sobald die Soße fertig gekocht sein wird, von der Soße hinzugeben werden, die den Couscous dann vollenden wird. Den Couscous lassen wir dann so lange stehen, bis die Soße fertig gekocht ist, also bis Gemüse und Fleisch vollständig gar sind und das Ganze fertig ist. Dann geben wir von dieser Soße, die jetzt diesen ganzen leckeren Geschmack beinhaltet, von dem Fleisch und dem Gemüse, jetzt zu dem Couscous hinzu und werden jetzt damit den Couscous gut durchmischen. Immer wieder geben wir etwas von dieser Soße hinzu, bis der Couscous komplett damit durchgemischt wurde und das Aroma und den Geschmack dieser leckeren Soße aufgenommen hat. Das meiste der Soße wird daher in den Couscous kommen, wie wir sehen. Der wird damit durchtränkt praktisch, bis er dann so aussieht wie hier. Hat schon eine richtig schöne Farbe bekommen. Wir geben nochmal etwas von der Soße und dann rühren wir das Ganze noch einmal kurz durch, bevor wir das jetzt servieren werden. Jetzt ist der Couscous dann auch fertig. Also der wurde mehrere Male gemischt mit dieser Soße. Jetzt werden wir das Ganze servieren. Jetzt kommt der Couscous auf diesen großen, schönen marokkanischen Teller als unterstes. Und dann werden wir darüber Gemüse und Fleisch schön anordnen. Was ich hier vergessen habe, ist, dass ich die Kichererbsen hinzugegeben habe. Die hatte ich eigentlich vorher schon gekocht und wieder eingefroren. Und die hätte ich am Ende noch zu der Soße hinzugeben sollen. Denn normalerweise gehören die Kichererbsen eigentlich dazu, zu dem Couscous, zu dieser Art von Couscous. Aber das hatte ich leider vergessen. Deswegen solltet ihr das besser machen, Inshallah, und die Kichererbsen nicht vergessen. Die sind eigentlich relativ wichtig für dieses Rezept. Jetzt wird einfach alles schön hier auf dem Couscous angeordnet, wie wir sehen. Fleisch und Gemüse abwechselnd. Ganz oben drauf kommt immer ein schönes Stück Fleisch. Ja, und dann sieht das am Ende dann so aus, wie wir das jetzt hier sehen. Der Couscous ist fertig und jetzt werden wir nur noch die Soße sozusagen absieben, denn darin schwimmen ja noch die Zwiebeln, die wir am Anfang hinzugegeben hatten, die für das Aroma und den Geschmack sehr wichtig waren. Die werden jetzt abgesiebt und die Soße kommt dann in ein kleines Schüsselchen und dieses wird dann zu dem Couscous dazu gestellt, sodass sich jeder dann noch zusätzlich von der Soße etwas dazu nehmen kann, wenn er möchte, auch seine Seite am Teller, von der er dann essen wird. Vor dem Servieren geben wir noch einmal eine Schöpfkelle von dieser Soße über diesen Couscous drüber und dann kann man das Ganze auch schon servieren. Und jeder kann dann von seiner Seite, von diesem großen Teller, essen und sich selber zusätzlich von dieser Soße immer wieder etwas drüber geben, wenn er das gerne möchte. Denn der eine möchte es gerne lieber saftig und der andere etwas trockener. Ja, das war's dann auch schon. Das ist der leckere Couscous und das schmeckt einfach herrlich, wenn alle so zusammen von diesem großen Teller essen. Dann schmeckt das Essen einfach sehr viel besser, als wenn jeder sein eigenes Süppchen kochen würde, wie man so schön sagt. Dann wünsche ich euch viel Erfolg beim Nachkochen dieses leckeren Couscous. Guten Appetit, vergesst nicht Bismillah zu sagen und dann sehen wir uns Inshallah wieder beim nächsten Rezept. Liebe Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.